aber das ist der absolut geilste Deal seit langem. Die meisten von euch fliegen so in den Urlaub. Ganz normale Economy Class, ganz normaler Ferienflieger. Doch dieser Flug hier ist komplett anders. Denn Mavi Gök Airlines schickt euch in diesem Sommer mit einer Boeing 777 in die Sonne und das inklusive einer echten Langstrecken-Business Class. Und das Verrückteste, dafür braucht ihr nicht einmal ein Business Class Ticket. Wie das funktioniert und was euch an Bord erwartet, das schauen wir uns heute an. Also zurücklehnen oder, besser gesagt, hinlegen, los geht's. Das hat schon richtig was. Und ihr merkt es wahrscheinlich selber, ich habe hier gerade so einen Spaß, so eine Freude an diesem Flug. Und damit herzlich willkommen hier aus dem sonnigen Antalya zum wohl außergewöhnlichsten, luxuriösesten und zugleich preiswertesten Ferienfliegererlebnis, was ihr derzeit so bekommen könnt. Das dürft ihr nicht verpassen. Alle Infos gleich. Auf geht's! ...35 Grad, Sonne pur, es ist Hochsaison in Antalya und vor allem ist es hier auch richtig voll mit Urlaubern für dieses tolle Urlaubsziel. Deswegen geht es jetzt auch direkt einmal rein ins Terminal, durch die Eingangssicherheitskontrolle und hin zum Check-in von Mavi Gök Airlines. Trotz der Hochsaison geht das hier in Antalya wirklich alles sehr, sehr schnell. Jetzt bin ich auch schon angekommen im schön gekühlten Terminalgebäude hier. Und ich habe übrigens auch schon online eingecheckt bei Mavi Gök Airlines. Das könnt ihr nämlich machen über die Webseite mga.aero. Allerdings habe ich dort keine Bordkarte bekommen zum Ausdrucken oder zum Beispiel für die Apple Wallet. Das heißt, ich bin gerade noch mal zum Check-in-Schalter gegangen und habe meine Bordkarte klassischerweise als Papierausdruck bekommen. Das ging aber auch super schnell, keine große Schlange. Das heißt, das kann jetzt einmal gleich in Richtung Sicherheitskontrolle, Ausreisekontrolle und dann in die Lounge gehen. Und da gibt es dann gleich alle Details zu unserem heute wirklich sehr, sehr besonderen Flug. Ganz ehrlich, Reisen kann ja schon manchmal stressig sein. Und wenn man dann noch Gepäck dabei hat, was man aufgeben muss, dann verschlingt das meistens auch noch Zeit, einen Schlangen und so weiter. Und ich persönlich reise ja sowieso am allerliebsten nur mit Handgepäck. Und seit kurzem mache ich das mit einem Rucksack von TomTok, meinem Partner, nämlich mit dem Modell T77, 26 Liter Fassungsvermögen. Der Rucksack hat auch ein eigenes Fach für den Laptop. Und auch im Hauptfach, da habe ich ganz, ganz viele Verstaumöglichkeiten. Kann also wunderbar Kleidung gerade für so einen 1- bis 2-tägigen Trip da reinpacken. Ebenso haben aber auch meine ganzen Kamerasachen, das ganze Equipment wirklich genug Platz. Alle Infos zu diesem Rucksack, wie ihr ihn kaufen könnt und wie ihr damit auch diesen Kanal unterstützen könnt, ohne mehr zu bezahlen, findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß auf euren nächsten Reisen mit Rucksäcken von TomTok. Und jetzt habe ich es hier auch endlich mal in die Lounge geschafft und zwar diesmal in die Komfort Lounge hier am Antalya Airport im älteren Gebäudeteil vom Terminal 2. Denn die Elite Lounge, in der ich sonst immer saß, gerade auch bei den letzten Videos, die ist leider derzeit nicht mehr Reiseklassen- bzw. Airline-unabhängig mit dem Priority Pass nutzbar. Also ihr seht, nicht nur eine andere Lounge heute, sondern eben auch ein anderes Flugzeug. Es ist ja schon mein dritter Mavi Gök Airlines Flug in diesem Jahr bzw. in dieser Saison jetzt, 2026. Und es ist eben wieder ein komplett anderes Flugzeug. Bei meinem allerersten Flug, da bin ich mit einer Boeing 757, ehemals Condor, von hier nach Köln-Bonn geflogen. Mein zweiter Flug, der war dann in einer Boeing 777 mit einer Reihe Business nach Düsseldorf. Beide Videos findet ihr hier schon auf diesem Kanal. Und heute bin ich im Mavi Gök eigenen Produkt unterwegs, aber auch in einem ganz besonderen Flugzeug, nämlich zum einen in einer Boeing 777 mit dem Kennzeichen TCMGG. Und dieses Flugzeug, das ist vorher auch für eine andere Airline geflogen, nämlich in der Vergangenheit unter anderem für die Airline Virgin Australia. Und das absolute Highlight an diesem Flugzeug ist, dass es in den vorderen Reihen eine echte Business Class, also wirklich mit flachen Betten verbaut hat und die eben nicht durch den jetzigen Betreiber Mavi Gök Airlines ausgebaut wurde. Und diese Sitze in der Business Class, die könnt ihr wirklich kostengünstig reservieren. Jetzt muss ich dazu sagen, der Flug hier alleine schon, der war schon richtig günstig. Ich habe ihn auch erst vor einigen Tagen gebucht und die Reservierung für einen dieser Sitze, die war
unfassbar günstig. Ich sag's euch. Was ich da ganz genau bezahlt habe für dieses Erlebnis hier, das verrate ich euch später im Flugzeug. Jetzt verbringe ich hier meine Wartezeit noch bis zum Boarding mit einem kühlen Getränk und etwas zu essen. Und dann geht's gleich hier einmal zum Gate. Es ist heute übrigens ein Busgate. Das heißt, wir haben nachher auch noch mal eine richtig schöne Aussicht auf das Flugzeug. Und jetzt bin ich hier gut 10 Minuten vor der eigentlich angegebenen Boardingzeit am Gate angekommen. 203 ist es heute. Wie gesagt, geht gleich einmal in den Bus. Und das Boarding, das ist schon in vollem Gange. Es wird sogar schon letzter Aufruf angezeigt. Dann wollen wir einmal rein in den Bus und ab in Richtung der Boeing 777 von Marvi Göck. Das hat schon echt was, hier aus Antalya mit so einem großen Flugzeug abzufliegen. Auf geht's, einmal rein. Und, habe ich euch zu viel versprochen? Herzlich willkommen bei Marvi Göck Airlines in der 777 mit der Registrierung TCMGG. Ich erwähne euch das extra nochmal, damit ihr das Flugzeug auch im Flightradar 24 gut verfolgen könnt, wenn ihr mal sehen wollt, wo es unterwegs ist. Mein Sitzplatz jetzt heute hier 6K auf der rechten Seite am Fenster. Und ich hatte gerade noch mal die Möglichkeit beim Einsteigen, weil es noch schön leer war, mir auch die anderen Kabinenklassen hier anzuschauen. Und dieses Flugzeug, das hat tatsächlich auch noch die Premium Economy Class vom vorherigen Betreiber von Virgin Australia verbaut und auch noch die Economy Class. Und auch diese Produkte machen echt was her. Auch da habt ihr richtig viel Komfort. Jetzt schauen wir uns aber erst einmal an, was euch hier so an diesem Sitz von Virgin Australia so erwartet. Und zwar werden wir hier direkt begrüßt von dem Virgin Australia Entertainment. Welcome on board. Aber das scheint tatsächlich nicht zu reagieren. Dann haben wir hier vorne einen Tisch, der lässt sich ausfahren und umklappen und bietet dann wirklich hier eine Menge Platz. Hier rechts von mir am Sitz, da haben wir eine große Ablagefläche und hier weiter auf der rechten Seite dann auch eine Magazintasche und da finden sich die Safety Cards drin. Und hier haben wir auch noch etwas Stauraum, den kann man dann öffnen und hier unter anderem ein Fach mit einer Universalsteckdose mit dem Bedienelement für das In-Flight Entertainment System. Und hier haben wir auch noch den Kopfhöreranschluss sowie eine weitere USB-Steckdose und natürlich hier auch ordentlich Platz. Weiterhin rechts daneben noch dieses Fach, auch hier nochmal ein bisschen Platz, zum Beispiel auch für kleinere Dinge. Und damit noch nicht genug. Hier gibt es auch noch ein kleines Fach, zum Beispiel für Lesematerial. Der Sitz, wie gesagt, ein klassischer Lie-Flat Business Class Sitz. Das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit, ihn nachher in ein Bett umzustellen. Und hier rechts neben mir, da ist auch noch eine Leselampe. Und selbst in der senkrechten Position ist dieser Sitz schon mal super bequem, sehr angenehm gepolstert. Hier oben die Kopf- bzw. Nackenstütze auch im Leder. Und hier auf der linken Seite, da habe ich auch noch eine verstellbare Armstütze. Das heißt, ich kann es mir hier schon mal während des Boardings richtig bequem machen. Ich glaube, ihr merkt's, oder? Ich bin richtig begeistert. So ein Produkt auf einem Ferienflug von Antalya bzw. nach Antalya und Deutschland, das hat schon richtig was. Vom vorherigen Betreiber Virgin Australia befindet sich hier übrigens noch zwischen den beiden Business-Class-Abteilen eine Onboard-Bar. Da hatte man früher die Möglichkeit, sich hinzusetzen und ein kühles Getränk gemeinsam zu trinken. Die ist leider nicht mehr in Betrieb. Boarding completed, alle sind eingestiegen. Also einmal anschnallen hier, wie im Auto. Und da es ein Marvi Göck eigenes Produkt hier ist, hat uns die Crew auch gerade schon auf Türkisch und Englisch begrüßt. Flugzeit heute 3 Stunden 30 Minuten. Auf geht's nach Köln-Bonn.
Wir haben Antalya im schönsten Abendlicht verlassen. Es war gerade schon so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Richtig, richtig toll. Unterhaltungsangebot, das gibt es hier an Bord von Mavi Gök in der 777 nicht. Es gibt ja, wie gerade gesehen, bei der Sea-Tour hier zwar diesen Bildschirm, aber der ist eben außer Betrieb. Da müsst ihr also eure Sachen, wie zum Beispiel ein Tablet, ein Buch oder was auch immer, selber mitnehmen. Ihr könnt es ja aber zumindest hier laden. Ich habe es mir jetzt schon mal bequem gemacht, hier so ein bisschen in der Lounge-Position. Und gerade beim Start, da gab es hier auch nochmal eine tolle Kabinenbeleuchtung. So ein bisschen rötlich-violette Farbtöne. Erinnert natürlich zum einen an den vorherigen Betreiber Virgin Australia, aber auch ein bisschen an die Farben von Mavi Gök selber. Und übrigens, falls euch dieses Herz hier auf den Flugzeugen von Mavi Gök Airlines bekannt vorkommt, das ist das Herz, was auch der Reiseveranstalter Anex benutzt. Die beiden Firmen, also Anex und Mavi Gök, die gehören nämlich zusammen. Und bevor jetzt gleich der Service hier beginnt, schauen wir uns direkt einmal eine Toilette an. Gibt natürlich mehrere hier in diesem großen Flugzeug. Ich bin jetzt einmal in der ganz vorne, vor der Business Class. Und ihr seht, das hat hier schon so ein bisschen Disco-Vibes von der Beleuchtung her, oder? In jedem Fall gibt es hier aber auch einen Wickeltisch. Dann gibt es die Toilette selber natürlich. Und das Ganze hier ist auch komplett verspiegelt, also nach hinten und nach vorne raus. Und ein Waschbecken, Seife und auf der linken Seite Papier. Das gibt's natürlich auch. Und wie sollte es anders sein, in so einem großen Flugzeug natürlich auch auf der Toilette. Alles sehr geräumig, also ich habe hier wirklich Platz und schön sauber. Und kaum zurück am Sitz beginnt jetzt auch der Service. Wie auch auf meinen anderen Mavi Gök Flügen habt ihr hier das Mavi Café. Und aus diesem Menü könnt ihr dann klassischerweise verschiedene Getränke, Snacks und auch Mahlzeiten bzw. Sandwiches bestellen. Besonderheit, Zahlungsart hier an Bord vom Mavi Gök eigenen Produkt, auch mit der Karte. Das war bei den Flügen, die von Skyline Express durchgeführt wurden, immer nur mit Bargeld möglich. Und ich habe mich jetzt hier einmal für solche Aufgießnudeln entschieden. Kostenpunkt 5,50 €. Und mit diesen nun fertig durchgegarten Nudeln habe ich mir jetzt hier wirklich so ein bisschen mein eigenes privates Business-Class-Produkt erschaffen bzw. erkauft. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das tatsächlich das einzige warme Gericht hier an Bord von Mavi Gök ist. Es wäre schön, wenn es auch noch ein Fleischgericht oder ähnliches gäbe, wie zum Beispiel bei Sun Express oder bei Corendon auch. Aber probieren wir mal. Also es ist richtig schön scharf, heiß und lecker. Kann man mal machen. So, und jetzt bin ich einmal hier in diese ganz besondere Bordbar gegangen. Es gibt hier sogar ein schönes kaltes Bierchen, habe ich mir gerade bringen lassen und jetzt setze ich mich da gleich hin. Nein. Kleiner Spaß, das Bierchen, das habe ich mir gerade beim Bordverkauf bestellt und habe mich jetzt hier einfach mal aufgrund der tollen Kulisse hingestellt. Aber so war das früher, da konnte man hier richtig schön sitzen und sich hier bedienen lassen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen über das Finanzielle sprechen. Aber erst einmal Prost zusammen auf dieses tolle Flugzeug. Und ich habe euch ja versprochen, ich sage euch noch, was ich bezahlt habe. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe diesen Flug relativ spontan, wirklich erst einige Tage vor Abflug gebucht, habe 70 € in der Hochsaison für die Strecke von Antalya nach Köln-Bonn bezahlt. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Die Sitzplatzreservierung in diesem Flugzeug, auf diesem Business-Class-Sitz, die hat 13 € gekostet. Es ist wirklich kein Witz. 13 € für 3,5 Stunden auf einem ehemaligen Virgin Atlantic Business Class Sitz. Sorry, aber das ist der absolut geilste Deal seit langem. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt auch noch, warum der Flug allgemein so günstig war. Das liegt einfach daran, dass es sich um einen sogenannten antizyklischen Flug handelt. Das heißt, in der Gegenrichtung von Köln nach Antalya, da ist gerade das höchste Verkehrsaufkommen. Zurück von Antalya nach Köln, da ist es gerade etwas leerer und dementsprechend auch etwas günstiger. Und ihr merkt es wahrscheinlich selber, ich habe hier gerade so einen Spaß, so eine Freude an diesem Flug. Leider sind es nur noch 2,5 Stunden bis Köln-Bonn. Aber ich hoffe, dass euch dieses Erlebnis hier auch gefällt, dass ich euch gut mitnehmen kann. Und ich habe eine riesige Bitte an euch. Letztens habe ich gesehen, dass über 90% teilweise der Zuschauer bei mir in den Videos diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Bitte abonniert alle diesen Kanal. Es kostet euch nichts. Ihr verpasst künftig keine Videos mehr und ihr helft mir damit ungemein bei meiner Arbeit hier. Vielen, vielen Dank im Voraus und noch einmal das Herz wie bei Mavi Gök hinten auf dem Heck für euch. Kümmern wir uns jetzt einmal um die wichtigste Funktion dieses Sitzes hier, nämlich die Bettposition. Und um hier einmal das Bett auszufahren, habt ihr rechts neben euch dieses Touch-Element und da könnt ihr einfach über die Schnellauswahltaste
dann den Sitz direkt in die Position hineinfahren. Und das geht hier in jedem Fall sehr, sehr schnell. Und schon nach wenigen Sekunden kann ich es mir jetzt hier richtig schön gemütlich machen. Habe hier auch nochmal rund um meinen Kopf herum eine Abschirmung. Das heißt, ich höre auch deutlich weniger, als wenn ich hier sitze. Und hier unten im Fußraum, da habe ich in jedem Fall auch gut Platz, kann die Füße hier auch bewegen. Und generell ist das hier sehr, sehr lang gebaut. Und um den Platz hier in der liegenden Position zu erhöhen, kann ich diese Armlehne hier auch nochmal nach unten machen. Und dann kann man hier richtig, richtig gut liegen. Gute Nacht. Jetzt gibt es in diesem Produkt hier leider keine Kissen und Decken, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich habe gerade richtig gut geschlafen und bin dann mit diesem Sternenhimmel hier an der Kabinendecke aufgewacht. Gerade ist die super sympathische Crew hier nochmal rumgegangen mit dem Wagen, hat nochmal das Mavi Café angeboten. Und jetzt sind die Anschnallzeichen leider schon wieder angeschaltet. Das heißt, der Sitz hier in der senkrechten Position, Sitzgurt angelegt. Und wir starten leider unseren Landeanflug in Richtung Köln-Bonn Airport. Herzlich willkommen am Köln-Bonn Airport. Und das war wirklich einer der außergewöhnlichsten und erlebnisreichsten Flüge, die ich bisher so hatte. Ich bin auch auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, wie es euch so gefallen hat und was ihr darüber denkt, dass Mavi Gökçe eben ein so tolles Flugzeug mit einer vollwertigen Kabine und einer richtigen Business Class auf einem Ferienflug einsetzt. Ich kann nur sagen, für 13 €, die ich für diese Reservierung bezahlt habe. Das war einer wirklich der genialsten Deals, die ich bisher so hatte. Und ich kann euch auch nur den Tipp geben, wenn ihr mal mit Mavi Gökçe unterwegs seid und vielleicht dieses Flugzeug auf eurer Route eingesetzt wird, reserviert euch einen solchen Sitz. Ihr werdet einen super Flug in den Urlaub bzw. vom Urlaub nach Hause haben. Ist wirklich eine einmalige, tolle Gelegenheit, die sich jetzt hier gerade so bietet. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an meinen geschätzten YouTube-Kollegen Marc, der Airline-Tester hier auf YouTube. Er hat mir direkt, als er es mitbekommen hat, von diesem Flug erzählt. Er weiß, dass ich sehr begeistert bin von Flügen in Richtung Türkei. Da musste ich natürlich zuschlagen. Lieber Marc, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne, macht den Daumen einmal nach oben. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und neugierig seid auf weitere Flugreports, spannende Erlebnisse, Tipps und Tricks rund ums Reisen, dann jetzt auf jeden Fall nachholen. Ihr verpasst kein Video mehr, unterstützt mich hier bei meiner Arbeit und werdet weiterhin richtig tolle Erlebnisse hier auf YouTube sehen. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Zwischengate und Ziel.